Seid ihr jung-alt oder alt-jung? Hä? Ihr kennt doch die Leute, die eigentlich schon echt alt sind, aber trotzdem irgendwie noch jung geblieben sind. Und dann gibt es im Gegenzug dazu die Leute, die eigentlich noch jung sind, aber gar nicht mehr so wirken, sondern mehr so eingefahren und langweilig. Wer seid ihr? Wie alt seid ihr? Wo würdet ihr euch einordnen? Und wie kann man das vielleicht ändern, wenn man ungewollt vielleicht in die falsche Sparte reingerutscht ist? Ich habe mir da mal so ein paar Gedanken zugemacht, denn ich finde, man ist ganz schnell einfach so im Alltag gefangen. Du bist im Alltag gefangen und der Tag verläuft immer gleich. Ich meine, das muss nicht unbedingt schlecht sein, denn einen Rhythmus zu haben, den man tagtäglich wiederholt, das ist ja nichts Schlechtes. Jeder redet von einer total super optimalen Morgenroutine und ja, wenn man sowas hat, ist das total klasse. Aber das ist auch gar nicht damit gemeint, dass man morgens aufsteht, sein Bett macht, sich vielleicht Wasser durchs Gesicht macht, die Zähne putzt, 10 Minuten meditiert, sich einen Kaffee macht und dann, keine Ahnung, den Vögeln beim Zwitschern zuhört, während man aus dem Fenster guckt, bevor man dann seinen eigentlichen Tag startet. Oder ob man was ganz anderes macht. Vielleicht macht man sowas auch gar nicht. Was ich sagen will, diese Morgenroutine ist nicht das, was ich meine, sondern mehr dieses Eingefahrene, dieses total, diese komplette Alltagsroutine. Man probiert keine neuen Sachen mehr aus. Und ja, macht irgendwie so alte Sachen, kommt sich selber schon so alt vor, trägt alte Klamotten, alte Frisuren, weil man hat ja jetzt ein bestimmtes Alter erreicht und ja, muss man dann auch so aussehen? Also ich meine, krasses Beispiel, wenn ihr irgendeine 80-jährige Oma seht und die trägt dann neonpinke Air Max oder Air Force One oder keine Ahnung, irgendwelche anderen Trendschuhe, die man auf gar keinen Fall an so einer Oma vermuten würde. Oder hat die jetzt vielleicht irgendwie einen Undercut und pinke Strähnen oder so. Das wäre ein krasses Beispiel für jung geblieben oder für verrückt. Das kann man einordnen, wie man will. Das kommt sicherlich auch auf die Person drauf an. Ich denke aber auch, dass diese Definition von verrückt auch immer so ein bisschen relativ ist einfach. Na, ich meine, für den einen ist es schon verrückt, mal einen zweiten Löffel Zucker in seinen Kaffee zu tun. Und für den anderen braucht es da wirklich die Oma mit dem Undercut und den pink gefärbten Haaren. Aber ja, halten wir mal fest, wenn man einfach sich nicht an diese gesellschaftliche Begebenheit hält, dass man, wenn man alt ist, graue Haare auf dieser hochtupierten Oma-Frisur, die irgendwie doch so viele Omas früher auf jeden Fall getragen haben. Ich glaube, heute ist das alles so ein bisschen lockerer auch geworden mittlerweile. Aber halt immer dieser normale Standard, die eher diese Oma-Schuhe mit dem Blockabsatz und diese typischen, ich weiß gar nicht, wie die heißen, so orthopädische Schuhe, könnte man sagen. Und dann die klassische Oma-Hose und der Strickpulli, den Omis so tragen. Und versteht mich nicht falsch, Omis sind total cool. Egal ob mit Strickpulli oder mit hippen Klamotten und total verrückt. Omis sind so oder so cool. Außer wenn die so griesgrämig und gemein sind, dann vielleicht nicht. Aber anderes Thema. Die
andere Sache ist halt, oder beziehungsweise wir bleiben nochmal bei den jung gebliebenen Alten, es ist ja nicht nur das Äußerliche. Wir haben zum Beispiel Nachbarn, die fahren mit dem Wohnmobil regelmäßig einfach in Urlaub auf Campingplätzen, die fahren viel mit dem Fahrrad, die entdecken die Welt, die machen einfach mal was Neues, die engagieren sich, die sind draußen, die sind aktiv, die sehen aus wie Oma und Opa. Aber jetzt ist jetzt nicht, wer weiß wie Omi, also ja, nicht wer weiß wie verrückt, aber so eine Mischung aus. Omi trägt auch mal was Modernes, aber es ist halt eine Omi irgendwie so. Und, aber wie gesagt, die Klamotte ist es ja nicht, sondern mehr die Tatsache, dass, meine Nase juckt, ne? Wenn man so ein Video macht und die Nase juckt, ne? Boah. Irgendwie blöd, will man sich gar nicht an der Nase kratzen, sieht ja komisch aus, ne? Ja, wenn man im Alter einfach noch aktiv rausgeht, sich engagiert, neue Sichtweisen auch vielleicht mal annimmt, sich anhört, vielleicht umsetzt, sowas. Ja, und wenn wir dann als Vergleich die alt gewordenen jungen Menschen nehmen, dann hat man wirklich so einen eingefahrenen Mensch, der schon vielleicht Anfang 20, Anfang 30, ja, so in so einen blöden Alltagsstandard verfällt. Ja, klamottentechnisch könnte man sich natürlich jetzt auch alt kleiden, konservativ, wie auch immer. Aber das ist halt auch eher mal so eine Geschmacksfrage einfach, ne? Ich meine, der eine findet das, keine Ahnung, steht total auf lange Fingernägel, ich persönlich überhaupt nicht. Kann man sich drum streiten, ja. Aber ja, um jetzt aufs eigentliche Thema zurückzukommen, ihr werdet festgestellt haben, das ist nicht meine Stärke. Ich übe noch. Ja, welcher Mensch sind wir denn davon eigentlich? Ich meine, ich habe deswegen darüber nachgedacht, weil in meinem Alltag ist es irgendwie dazu gekommen, dass alles so eingefahren geworden ist. Ich bin verheiratet, ich habe Kinder, ich habe den Haushalt, ich habe den Job und die Dinge, die müssen laufen und irgendwie hat man dann auch nicht so viel Zeit und dann, ja, ist man dann auch teilweise einfach vielleicht abends K.O. oder so und dann ist es so der Standardablauf. Der Standardablauf der Dinge, der Alltag läuft einfach so dahin und man hat seine Rolle als als Individuum, meine Güte, hat man irgendwie so ein bisschen eingebüßt durch diese neue Rolle, die man irgendwann angenommen hat, als man Mutter geworden ist und Hausfrau, oder was heißt Hausfrau, ich arbeite ja ganz normal, das macht man ja heute alles. Ne? Nicht wie früher, Mama bleibt zu Hause und kümmert sich um alles, sondern Mama bleibt nicht zu Hause und kümmert sich trotzdem um alles. Ja, aber da macht man sich halt schon so die Gedanken, also mir geht das so, ich mache mir die Gedanken, ja, irgendwie gibt es diese Momente, wo ich mich jung fühle. Und nicht, weil ich mich eigentlich alt fühle. Ich bin 40 und das ist okay, ich komme damit klar. Man sieht vielleicht irgendwo kleine Falten oder so. Das ist okay. Aber dieses Gefühl von Freiheit, von ich bin motiviert, irgendwas zu bewegen. Ich möchte nicht nur einfach, ich freue mich nicht einfach nur aufzustehen, sondern ich weiß noch nicht mal die Worte dafür. Also dieses energiegeladene Gefühl einfach. Ja, wenn man das zwischendurch mal hat, dann merkt man, wie sehr es einem eigentlich fehlt und fragt sich halt, ob man einfach alt geworden ist. Und ob man, da habe ich mich halt gefragt, bin ich oder will ich jung geblieben alt sein? Oder bin ich eigentlich schon alt geblieben, jung, alt geworden, jung, alt? Ihr wisst, was ich meine. Und ja, Fazit von der ganzen Geschichte, habe ich schon mal gesagt, ne?
Also ich glaube auf jeden Fall, dass man ist Schmied, sein eigener, meine Güte, Herr seiner Dingenskirchen. Man hat es in der Hand. Man hat es einfach selber in der Hand und selbst wenn man vielleicht irgendwie alt geworden ist, auch vom Tun, dann, man kann das ja ändern. Ne? Man stellt fest, oh, ich bin alt geworden, oh, das und das und das im Alltag ist einfach zu routiniert, zu langweilig einfach. Und und bei der oder der Aktivität blühe ich auf innerlich, fühle mich wieder jung, fühle mich frei, fühle mich energiegeladen. Ja, ganz einfach, dann baut man diese Aktivität einfach in den Alltag ein. Gezielt, man macht das gezielt. Keine Ahnung, wenn ich feststelle, ich mag zum Beispiel unheimlich gerne Musik, ich mache gerne Musik. Aber ich habe in den letzten, ich würde fast sagen, 20 Jahren so extrem wenig Musik gehört, da habe ich in den 10 Jahren davor für 40 Jahre im Voraus schon Musik gehört, gefühlt. So viel Musik habe ich gehört und auch gemacht und habe es dann irgendwie komplett gelassen. Wie blöd. Wieso macht man sowas? Aber irgendwie hat sich das so eingeschlichen und das ist das Problem. Es schleicht sich ein. Es hat sich eingeschlichen. Und was sich einschleicht, kann sich auch wieder ausschleichen. Oder? Ganz klar. Ja, und wenn ich nicht möchte, dass ich zu diesen alt gewordenen jungen Leuten gehöre, bin ich dafür eigentlich schon zu alt, um alt geworden jung zu sein? Also kann ich eigentlich nur noch jung geblieben alt sein? So gut, schon zu alt dafür. Ja, mein Vater, der ist hier auch, der wollte auch Gesellschaft. Ich kann es ändern, ich kann einfach junge Aktivitäten machen. Jetzt fragt ihr euch, okay, junge Aktivitäten, meine Güte, hat die einen an der Murmel. Man kann einfach mehr rausgehen, mehr unter Leute gehen, einfach mal was Verrücktes machen. Und was Verrücktes ist relativ, wie ich das am Anfang schon gesagt habe. Man muss sich jetzt nicht irgendwie ein Ero schneiden lassen und, keine Ahnung, mit 80 irgendwie den ganzen Körper zu tätowieren lassen. Wenn das einfach nicht die persönliche Vorstellung von so fühle ich mich gut, so fühle ich mich frei ist, dann muss man das nicht tun. Das ist okay, wenn man einfach so ist. Aber einfach mal vielleicht was Neues probieren. Vielleicht mal, keine Ahnung, einen Pflaumenkuchen backen statt einen Apfelkuchen. Oder wir gehen einen Schritt weiter, wir fahren Roller statt Fahrrad. Oder Skateboard. Es gibt echt so ein paar Omis, die fahren Skateboard. Total irre. Finde ich so mega cool. Oder Inliner oder was weiß ich. Immer dem eigenen Risikolevel und dem eigenen Verrücktheitslevel angepasst irgendwie. Vielleicht mal was Neues ausprobieren. Klamottentechnisch, frisurtechnisch. Einfach mal gucken, was machen junge Leute. Probiert es jetzt mal aus. Also vielleicht, wenn ihr noch älter seid oder so. Ja, was möchtet ihr da raus oder was? Wir haben so einen Kater, der ist immer sehr mitteilungsbedürftig. Und diese Sachen einfach mal ausprobieren. Also ich fände das wahnsinnig spannend, wenn, schreibt doch einfach mal in die Kommentare, zum Beispiel, wie alt du bist und was du schon Verrücktes gemacht hast. Das fände ich total spannend. Oder was dich als junger Mensch vielleicht ganz schön alt macht. Ja, das wäre mega cool. Also bitte, bitte, schreibt doch irgendwas. Das wäre sehr, sehr spannend. Und ich erlöse euch jetzt von meinem endlosen Geblubber und hoffe natürlich, dass ihr meinen Kanal fleißig abonniert, um auch kein Video zu verpassen. Denn ich werde weiter Videos machen, auch wenn die am Anfang vielleicht immer noch so ziemlich schlecht sind. Aber ich bin der Meinung, man muss einfach weitermachen, man muss dranbleiben. Und
Ja, dann wird es schon.